Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal eure 3 Silberminen Explorer Aktien an, die ihr in den Kommentaren in der letzten Zeit unter den Videos veröffentlicht habt. Wir werden die Aktien analysieren, gerade insbesondere darauf, ob die Marktkapitalisierung, wie viel da noch zu holen ist, gerade in Relation auf die potenziellen Umsätze, die aus den Minenprojekten entstehen. Eins vorweg muss man auf jeden Fall sagen, das sind Explorer-Aktien, das bedeutet, sie haben noch keinen Umsatz, also sie produzieren noch nicht, das kommt erst in den nächsten Jahren. Wir werden uns ganz genau anschauen, wann das kommen wird und wie viel Umsatz bei den Projekten erwartet wird. Und das ist nämlich ganz wichtig, um einzuordnen, ob die aktuellen Bewertungen bei den 3 Aktien entweder zu hoch sind oder ob da entsprechend schon noch Chancen sind, um entsprechend Kurssteigerungen davon zu profitieren. Bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellen, noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, bevor wir ins Video gehen, noch an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an die Kanalmitglieder, die den Kanal unterstützen. Vielen Dank dafür. Als nächstes schauen wir uns mal auch gleich schon die erste Aktie an. Das ist die Aktie von Silverstorm Mining, ja, also hat es doch richtig gehabt. Die Aktie ist interessant, weil es das alte Projekt von First Majestic ist. Genauer gesagt handelt es sich um die La Paria Mine und die Chancen sind tatsächlich ganz gut, aber ein bisschen spekulativ an der Stelle, möchte ich sagen. Der Vorteil ist bei diesem Projekt, dass man bereits eine vorhandene Infrastruktur hat von First Majestic. Das bedeutet, die Investitionskosten, um die Mine in eine Produktion zu bringen, sind relativ gering, aber natürlich auch die erwarteten Umsätze sind relativ gering. Man schätzt, oder das Ziel ist es, dass man ungefähr 3 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr produzieren kann und die Produktion soll im 2. Quartal 2026 starten. Damit ist man einer der Projekte, die noch am schnellsten an den Start gehen werden. Die anderen beiden Projekte starten erst 2027. Aber der Umsatz bzw. das Potenzial ist doch eher gering und dementsprechend natürlich auch die Schätzungen bzw. die Umsatzerwartungen. Das schauen wir uns gleich an. Ein Blick auf die Aktie zeigt auch, ja klar, die Silberminen Explorer Aktien, die laufen auch sehr, sehr gut zusammen mit dem Silberpreis. Und was wir jetzt gesehen haben, die großen Kursbewegungen beim Silber, das ist natürlich sehr, sehr positiv, gerade auch in Bezug auf Übernahmen. Und das ist tatsächlich so ein Faktor, wo ich sage, okay, die ein oder andere Silberminen Explorer Aktie dürfte in den nächsten Quartalen, ja, oder sagen wir vielleicht sogar schon Jahren, dann von den großen Playern übernommen werden und natürlich dann mit dem entsprechenden Ausschlag auf die Aktie. Also es ist ein sehr, sehr spannender Bereich, gerade die Explorer-Aktien, wenn der Silberpreis noch weiter steigt, kann da so ein bisschen auch eine Euphorie reinkommen. Wir sehen jetzt hier diese Aktie von Silverstorm Mining und was ist ganz wichtig ist bei solchen Aktien, dass wir eben gut kapitalisiert sind. Und da ist eben das Wichtigste, was ich sagen würde bei solchen Projekten, dass man eben dass die Nettoverschuldung nicht zu hoch ist, beziehungsweise dass man eben gut kapitalisiert ist. Und das erkennt man auch daran, dass wir hier mit der Nettoverschuldung eben negativ sind, also dass die vorhandenen liquiden Mittel größer sind als die Verschuldung. Und dementsprechend man auch Kapital hat, hier dieses Projekt weiter umzusetzen. Man hat ja den großen Vorteil, dass man eben diese Infrastruktur hat, was bedeutet, dass man dann auch entsprechend weniger Kapital benötigt. Also das Risiko von Kapitalerhöhungen, dass neue Aktien in den Markt kommen, ist dann auch relativ gering, was natürlich auch ein Faktor ist, der dann bestehende Aktionäre immer verwässert und generell auch nicht gut ist für den Aktienkurs, zumindest kurzfristig. So, jetzt sehen wir hier eine Marktkapitalisierung von ungefähr 300 Millionen kanadische Dollar. Das können wir uns ganz gut merken. Wir schauen uns gleich noch im Verlauf des Videos an, okay, was sind denn die Umsatzerwartungen und setzen das in Relation dann mit der Bewertung. Wir gehen mal auf die nächste Aktie. Das ist Silver Tiger Metals und Silver Tiger Metals ist auch ein recht interessantes Projekt. Es ist ein solider Aufsteiger, um es mal so zu sagen. Die Chancen sind sehr gut. Sie haben jetzt im November 2025 die Umweltgenehmigung erhalten für ihr Projekt und dementsprechend ist das schon ein guter oder ein wichtiger Meilenstein gewesen hier in Richtung Produktion. Die Bauphase für die Mine soll voraussichtlich im Januar 2026 beginnen, also auch schon sehr, sehr bald. Und das ist auch ein Faktor, worauf ich gleich noch eingehen möchte. Und der Bau soll dann circa 18 Monate dauern. 18 Monate circa, das ist auch immer wichtig zu erwähnen, denn beim Bau solcher Minen, wer in der Industrie ist und Projekte managt, der wird das kennen, dass Projekte sich manchmal oder auch sehr oft
oder gut und gerne auch mal verschieben können nach hinten. Das bedeutet, es ist geplant aktuell, dass man dann das erste Gold beziehungsweise auch, also Silber ist natürlich auch eine große entsprechende Produktion, dass man da entsprechend dann Mitte bis Ende 2027 dann soweit ist, und die geplante Produktion soll bei ungefähr 5 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr liegen. Das ist natürlich auch nicht so groß, aber jetzt hier natürlich muss man das immer in Relation setzen zu der Marktkapitalisierung. Das schauen wir uns hier auch mal an. Als erstes, wir haben jetzt hier eine Marktkapitalisierung, die mit 400 Millionen kanadische Dollar auch entsprechend etwas höher ist, aber ich sage mal auch, in Bezug auf die Größe beziehungsweise der potenzielle Umsatz und die potenzielle Produktion ist es in Relation eigentlich ganz gut vergleichbar. Das bedeutet also, mit Silverstorm Metals und Silverstorm Mining und Silver Tiger Metals haben wir zwei Unternehmen, die aufgrund ihrer Bewertung jetzt auf einem ähnlichen Niveau sind. Und auch hier ist natürlich das Wichtige, was man sagen muss: Die Aktie hat sich natürlich auch ganz gut entwickelt, ist gerade dabei, so ein neues Allzeithoch zu machen, hier bei 80 kanadisches Dollar-Cent. Und das dürfte natürlich auch entsprechend dann weitere Kaufreize triggern. Ja, auch Algorithmen sind da viele dahinter. Und bin mal gespannt, ob wir dann nochmal einen Schub in die Aktie bekommen könnten. Wir haben jetzt hier auch eine gute Kapitalisierung, also die Nettoverschuldung ist negativ, das heißt, man ist mit Cash ausgestattet. Ob das Cash reicht, wage ich zu bezweifeln. Gerade wenn man eine neue Mine bauen muss, braucht man dann entsprechend noch weiteres Kapital. Dementsprechend dürfte hier auch noch das ein oder andere auf die Anleger drauf hinzukommen. Und ja, an sich ist es eine interessante Aktie, aber wie gesagt, man rechnet mit der Produktion erst 2027, also in gut 2 Jahren. Und da kann wirklich noch viel passieren. Es kann auch viel mit dem Silberpreis passieren, und dementsprechend ist es so ein bisschen eine riskantere Aktie tatsächlich, weil eben noch mehr Risiken drin stecken. Eine weitere Aktie, die auch sehr interessant ist, und das ist Vizsla Silver. Das ist, wenn nicht sogar, um es mal so zu sagen, die interessanteste Aktie von allen. Und man kann es wirklich fast schon als Weltklasse-Monster-Silber-Projekt bezeichnen, denn das Projekt, was wir hier haben, ist eine der größten und hochgradigsten unentwickelten Silbervorkommen der Welt. Es handelt sich hierbei um die Panuco-Projekt, die Panuco-Mine in Mexiko. Und man hat hier wirklich ein sehr, sehr großes Produktionspotenzial. Man plant ungefähr dann 17 Millionen Unzen Silberäquivalent zu produzieren pro Jahr, und das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Dementsprechend kann man auch fast schon mit 1 Milliarde Umsatz rechnen. Das schauen wir uns, wie gesagt, gleich in der Tabelle mal an. Und ja, die Chancen sind wirklich, man kann sie als exzellent bezeichnen. Vizsla hat im November 2025 eine positive Machbarkeitsstudie veröffentlicht. Das ist ja auch einer der wichtigsten Schritte hin, dass man das Projekt auch umsetzen kann. Und vor allem die Wirtschaftlichkeit ist enorm. Und das ist eben das, was Investoren suchen. Ein geringes Risiko und war wirklich ein gutes Projekt mit großer Produktion, und die Produktion soll voraussichtlich dann in der zweiten Jahreshälfte 2027, also gehen wir mal von Ende 2027 aus, ähnlich wie bei Silver Tiger Metals. Also auch hier noch ein gutes Stück hin, aber die Aktie hat auch an der Stelle auch schon einiges eingepreist, muss man sagen. Ich habe gerade ungefähr gesagt, wir schätzen mal bei einem Silberpreis von dem aktuellen Niveau von 50 US-Dollar, dass wir hier dann entsprechend dann auch gut 800 Milliarden US-Dollar Umsatz bekommen dürften. Und wenn wir uns da mal jetzt hier die Marktkapitalisierung anschauen, dann haben wir eine Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden kanadische Dollar. Wenn wir das mal in US-Dollar umrechnen, also hier der erwartete Umsatz bei dem aktuellen Silberpreis, sagen wir mal 800 Milliarden US-Dollar, dann sind das 800 Millionen US-Dollar, Entschuldigung, dann sind das 1,1 Milliarden kanadische Dollar. Also haben wir hier ungefähr ein Kurs-Umsatz-Verhältnis, wenn wir es mal grob runden, von 2. Wenn ihr euch das Video erinnert von den großen Silberminen-Aktien, dann haben wir dort Kurs-Umsatz-Verhältnisse von 5. Das bedeutet tatsächlich, dass die Aktie durchaus noch Luft nach oben hat, aber
die sind ja mit dem Umsatz weit in der Zukunft. Das heißt, die Aktie ist sehr, sehr volatil. Das heißt, in schlechten Marktphasen würde es mich auch nicht wundern, wenn die Aktie sich in kurzer Zeit auch halbiert. Das muss man an der Stelle immer dazu sagen. Es sind hochspekulative Aktien, aber in einem sehr, sehr positiven Marktumfeld kann man hier durchaus Geld verdienen. Ja, und dementsprechend finde ich die Aktien auch interessant und überlege mir auch, in die ein oder andere zu investieren. Ich habe auch schon ein paar Explorer-Aktien investiert. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr wissen wollt, welche das sind. Und dann schauen wir uns die gerne mal im nächsten Video an. Und an der Stelle gerne auch ein Abo und einen Kommentar, wie gesagt, da lassen. Das würde mich freuen und den Kanal unterstützen. YouTube-Algorithmus, ihr wisst Bescheid. Und natürlich auch einen Daumen nach oben. Und dann mit zurück ins Video. Ja, die Nettoverschuldung ist natürlich auch wichtig. Hier hat man ein ordentliches Kapitalpolster und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. 200 Millionen, über 200 Millionen US-Dollar hat man hier auf der hohen Kante, um es mal so zu sagen. Das ist sehr, sehr gut. Müssen wir mal schauen, ob das reicht. Ja, wie gesagt, es kann da viel dazwischen kommen bei der Entwicklung der entsprechenden Minen, aber an sich ist das entsprechend auch interessant. So, jetzt gucken wir uns mal 3 Aktien im Vergleich an. Gerade mal oder besonders ist ja natürlich auch der geplante Jahresumsatz relevant. Ja, da sehen wir natürlich an der Spitze Whistler mit der größten Umsatzpotenzial von ungefähr 850 Millionen US-Dollar. Da sind wir auf dem aktuellen Niveau entsprechend bei einem Kursumsatzverhältnis von 2, also tatsächlich ein bisschen höher bewertet als die anderen beiden Aktien. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ja, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Silver Tiger Metals gehen, ja, da wird ein Umsatz erwartet von 260 Millionen US-Dollar. Das entspricht dann hier an 360 Millionen kanadische Dollar. Also hier haben wir ein Kursumsatzverhältnis von etwas größer als 1. Durchaus noch etwas Potenzial, was das angeht bei der Aktie in der Zukunft. Das heißt, wenn das Projekt sich konkretisiert, beziehungsweise die Risiken weniger werden, dann steigen die Bewertungen und dann steigt die Aktie auch. Ja, der Markt preist ja alles ein. Das ist immer ein Gleichgewicht von Chance und Risiko und dementsprechend bildet sich daraus dann das Kursumsatzverhältnis, beziehungsweise wie teuer oder wie günstig eine Aktie ist. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und Silverstorm Mining ist natürlich auch interessant. Ja, wir haben jetzt hier 160 Millionen US-Dollar, was relativ leicht umsetzbar ist. Und wir hatten ja hier dann auch bei der Aktie eine Marktkapitalisierung von 300 Millionen kanadische Dollar. Wenn wir dann nochmal in den Rechner gehen, dann sehen wir, wir haben jetzt hier ja auch ein Kursumsatzverhältnis von etwas größer als 1 und wobei die Risiken tatsächlich hier ein bisschen geringer sind. Dementsprechend ein buntes Gemisch von 3 unterschiedlichen Aktien in unterschiedlichen Phasen, unterschiedliche Risiken und dementsprechend auch unterschiedliche Preise. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, welche Aktien ihr am spannendsten findet. Seid ihr eher auf der Seite, okay, ich möchte lieber ein weniger riskantes Projekt und mit einem größeren Potenzial, auch was Umsatz angeht, dann ist man natürlich bei Whistler eher oder lieber das schnelle Geld, um es mal so zu sagen, ist ein bisschen falsch ausgedrückt, aber ich sag mal, den Minen-Neustart hier mit Silverstorm Mining. Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass wir uns in einem von den nächsten Videos weitersehen. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, natürlich an der Stelle einen schönen Advent, wann immer ihr auch das Video seht. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg, alles Gute und ciao.